November 2022 Bundestag Georg Gysi am Pult. Zitat: Wie kommen diese Kerle eigentlich dazu, den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden haben? Zitat Ende. Januar 2025 Bundestag. Gewalthilfegesetz für deutsche Frauen, Gysi, nicht beteiligt. Januar 2025 Bundestag. Antrag der Linken zum Schutz von Frauen vor Gewalt, Gysi nicht beteiligt. Glaub nicht, was sie versprechen. Schau, was sie abgestimmt haben. Oder eben nicht. Heute Georg Gysi. Der Mann, der für iranische Frauen donnert, aber bei deutschen Frauen schweigt er? Das musst du gesehen haben. Gysi spricht überall über Gerechtigkeit, über Menschenrechte, über den Schutz vor Schwachen. Und die ganz große Frage ist, wie hat er eigentlich abgestimmt, als deutsche Frauen ihn brauchten? Drei Belege, es wird mit jedem heftiger. Beginnen wir mit dem Gesetz, das viele gar nicht als Schutz vor Gewalt sehen. Selbstbestimmungsgesetz, eine Reform, die Transmenschen das Recht gibt, ihren Namen ohne Gutachten zu führen. Weil viele Transmenschen in Deutschland überproportional Opfer von Gewalt werden. Gysi spricht in Talkshows über Selbstbestimmung, über Würde, über das Recht jedes Menschen sicher zu leben. April 2024 Bundestag stimmt ab, Gysi nicht beteiligt. Halten wir das fest. Beim ersten Schutzgesetz war Gysi nicht da. Aber das ist noch nicht der Punkt. Die größte Abstimmung, die er verpasst hat, kommt jetzt. Januar 2025 Bundestag. Auf der Tagesordnung steht das Gewalthilfegesetz. Es ist die erste bundesgesetzliche Garantie für gewaltbetroffene Frauen, Rechtsprechung für einen Frauenhausplatz, mehr Personal in Beratungsstellen. Im Plenum saßen 390 Abgeordnete und stimmten dafür, keine einzige Gegenstimme. 273 Abgeordnete waren nicht da, einer von ihnen war Georg Gysi. Am gleichen Abend ein zweiter Antrag eingebracht von seiner eigenen linken Gruppe, Titel Frauen und Kinder vor Gewalt schützen. Und auch hier war Gysi nicht beteiligt. Wusstest du das? Halt dich fest. Jetzt steht es schwarz auf weiß. Das Gesetz, das Januar 2025 verabschiedet wurde, tritt nicht heute in Kraft, tritt nicht 2026 in Kraft, sondern erst 2023, 7 Jahre Übergang. Das Bundeskriminalamt zählt. In Deutschland wird fast jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das sind über 1000 weitere Frauen, die nicht überleben werden, bis das Gesetz wirkt. Diese eine Bestimmung war wahrscheinlich ihre einzige Chance, das Frühjahr zu beenden. Gysi nicht beteiligt. 3 Abstimmungen zum Schutz von Gewalt, dreimal Gysi nicht im Saal. Wusstest du das? Und was ist mit denen, die geglaubt haben? Magdeburg, Krankenschwester, 2 Kinder, Sommer 2023. Sie ruft das Frauenhaus an. Kein Platz. 2023 wurden 16.300 Frauen aus Frauenhäusern abgewiesen, weil die Plätze fehlten. Sie ist eine davon. Sie übernachtete im Auto mit ihren Kindern. Januar 2025 entscheidet der Bundestag über das Gesetz, das sie einen Platz im Frauenhaus garantiert hätte. Gysi nicht beteiligt. Magdeburg ist ein Beispiel. Im Bundestag fehlt seine Stimme. Weißt du, wie man solche Menschen nennt? Im 19. Jahrhundert gab es in den Pariser Salons Männer, die über die Befreiung der Frauen redeten. Sie kamen, sie tranken Wein, sie deklamierten. Sie zogen von Saal zu Saal, sie sprachen für die Schwachen. Sie übernehmen nie ein Mandat. Sie trugen nie Verantwortung. Damals nannte man sie Salonsozialisten. Heute, das musst du selbst entscheiden. Im Bundestag gibt es 2 Arten, sichtbar zu werden: die Rede und die Abstimmung. Die Rede produziert Aufmerksamkeit. Die Abstimmung produziert Verbindlichkeit. Die Rede wird gefilmt, die Abstimmung steht in den Akten.
namentlich für immer. Was er sagt, ist eine Sache, was er abstimmt, ist eine andere. Giorgisis Mikrofon ist immer an. Seine Stimme im Bundestag fehlt, wenn es um den Schutz der Frauen geht. Schau in der Akte nach bundestag.de. Entscheide selbst, was das bedeutet. Abonniere den Kanal, Glocke an, um keine Akte mehr zu verpassen.